Unser erstes Weihnachten in Spanien. Wir sind seit einigen Tagen hier auf dem Camping Mar Azul in Valerma, Andalusien, Spanien. Wir werden hier auch eine längere Zeit bleiben, um auch hier Weihnachten und Silvester zu verbringen. Wir hatten einige aufregende Tage hier, durften ein Fernsehteam begleiten. Es gibt auch einen Bericht über Jaco, aber dazu später mehr. Erstmal herzlich willkommen zu meiner Reportage. Wir sind hier am 13. Dezember angekommen und sind jetzt etwa 2 Monate auf Reisen. Geplant war eigentlich, dass wir hier etwas später noch ankommen, also erst kurz vor Weihnachten. Aber wir wurden angefragt, ob wir schon ein bisschen eher kommen, da hier ein Fernsehteam Aufnahmen macht auf dem Camping Mar Azul und wir dabei sein sollten. In der Rezeption erhält man hier während der Weihnachtszeit einen Weihnachtsstern als kleines Willkommensgeschenk. Wir haben wieder den Platz vom Vorjahr erhalten, und zwar ist das der Platz mit der Nummer 47. Am nächsten Tag ging es dann gleich los mit dem Fernsehteam. Es handelt sich um ein Fernsehteam vom ZDF. Dieses Fernsehteam hat hier eine Reportage gemacht über den Campingplatz und noch einige Sachen. Und so gibt es aber unter anderem auch ein Video zu Jaco. Und da sind wir mal gespannt, was da so bei rauskommt. Der Platz ist fast voll belegt. Es sind vielleicht hier und da nochmal einzelne Plätze frei, die aber nur für wenige Tage zu belegen sind. Wer einen längeren Aufenthalt hier plant, der sollte auf jeden Fall reservieren. Das vielleicht mal als Hinweis, man kann sich hier in Spanien auch boostern lassen, also die 3. Covid-Impfung bekommen hier. Das wird hier auf diesem Platz organisiert direkt von der Rezeption aus. Dazu braucht man allerdings seine Unterlagen, Impfausweis und so weiter. Und man braucht auch seine Krankenversicherungskarte. Dort steht eine Nummer drauf, die ist europaweit gültig und die benötigt man, um hier geimpft zu werden. Also wer so wie ich privat versichert ist, für den ist es schwierig oder fast nicht möglich. Das ist aber von Region zu Region unterschiedlich. Wenn man jetzt zum Beispiel in Murcia ist oder an einem anderen Ort, dann kann das ganz anders ablaufen oder einfacher. Alle sind aber dankbar, dass der Campingplatz das hier organisiert und man nur den Impftermin wahrnehmen muss. Ich weiß zum Beispiel von Freunden, die haben sich impfen lassen in Cartagena. Die mussten morgens um 9 beim Impfzentrum sein und wurden dann geimpft, natürlich mit Vorlage ihrer entsprechenden Impfausweis und Personalausweis. Jetzt aber wieder zurück zu unserer Parzelle, zu unserem Platz. Wir haben ja geplant, hier doch einige Wochen zu bleiben. Und so haben wir erstmalig ein Kochzelt oder Gerätezelt aufgestellt. Das haben wir uns hierher schicken lassen nach Spanien, hier zum Camping Mar Azul und hier aufgebaut. Ich werde das dann nochmal im Detail zeigen, alles aber in einem anderen Video. Wir sind jedenfalls bisher sehr zufrieden damit und haben schon viel genutzt. Dieser Campingplatz ist nicht nur ein Platz für Langzeitcamper, sondern hier gibt es auch viele Durchreisende. Es kommen täglich einige hier an und bleiben 1 bis 2 oder vielleicht 3 Nächte und fahren dann weiter, sodass hier mal ein stetiger Wechsel stattfindet. Es ist für uns ja die erste Vorweihnachtszeit, die wir hier in Spanien verbringen. Wir sind sonst ja immer Anfang Dezember Richtung Heimat gefahren. Und so interessiert es uns jetzt auch mal, wie es in den Geschäften hier aussieht. Wir sind jetzt hier in Almeria Mar, in einem großen Supermarkt. Und da schauen wir mal rein. Auf Anhieb sieht man schon, dass es nicht so stark dekoriert oder weihnachtlich dekoriert ist wie bei uns. Es gibt so einzelne Leuchtelemente, weihnachtliche,
und man findet auch in den Regalen Weihnachtsmänner, aber alles etwas weniger wie bei uns. Das ist natürlich in größeren Städten in Spanien anders. Dort sind die Straßen auch dekoriert und beziehungsweise die Beleuchtung, eine weihnachtliche Beleuchtung gibt es dort. Aber wir sind ja hier in Almerimar und da ist es eben etwas einfacher. Almeria und der Hafen sind etwa vom Campingplatz Mar Azul 9 Kilometer entfernt, kann man also ohne weiteres mit dem Fahrrad, mit dem E-Bike schaffen. Und so fahren wir gerne mal hierher, um hier einen Kaffee zu trinken oder eine Kleinigkeit zu essen. Ich weiß es aber nicht, ob der das ist. Dann gibt es hier ja noch den Stellplatz, hier direkt am Hafen. Der ist im Moment auch sehr gut besucht. Da gibt es auch nur noch wenige freie Plätze. Es ist in diesem Jahr etwas anders als in den Vorjahren. Die Plätze sind alle recht voll, ganz einfach deshalb, weil viele neue Camper dazugekommen sind mit einem Wohnmobil. Und das andere natürlich auch durch Corona. Viele haben Nachholbedarf und wollen jetzt unbedingt los oder sind unbedingt losgefahren und stehen jetzt hier auf diesen Stellplätzen. Auf solchen Stellplätzen wie diesen ist auch ein Wechsel da, ein stetiger, sodass man immer mal wieder die Chance hat, hier einen freien Platz zu bekommen. Das haben wir zufälligerweise in der Nähe des Hafens in Almerimar gesehen. Das Ganze ist natürlich in der Dunkelheit noch schöner, wenn das Ganze beleuchtet ist. Auch bei uns auf dem Campingplatz wird es jetzt langsam weihnachtlich. Die Palmen werden jetzt geschmückt mit Lichterketten, bei einigen zumindest. Einige schmücken auch ihre Mobile und ja, da wird es schon teilweise ganz ordentlich bunt. So kommt auch ein bisschen Weihnachtsstimmung auf, was man am Tage kaum empfindet oder wenig. Weihnachten im T-Shirt ist für uns noch etwas ungewohnt, aber angenehm. Ja, wir haben ja Jahresende und da lässt man das Jahr ja so ein bisschen Revue passieren. Und da gibt es jetzt von mir so ein paar Daten. Und zwar hat sich der Kanal bei uns, der YouTube-Kanal, ja gut entwickelt. Wir haben insgesamt jetzt fast 400 Videos auf dem Kanal. Es sind in jedem Jahr 50 dazugekommen. Also jede Woche veröffentliche ich ein Video. Freitags um 11 werden die meisten wissen. Was uns natürlich besonders gefreut hat, das ist die Abonnentenzahlen. Wir haben jetzt mehr als 70.000 Abonnenten. Das ist für so einen kleinen YouTuber wie uns oder wie ich es bin, ist es natürlich eine schöne Zahl. Da freut man sich und da sagen wir herzlichen Dank dafür. Unsere Enkelkinder, Carina und Nils, arbeiten ja mit an diesem Kanal und auch mit an der Internetseite, an der Stellplatzkarte und. Und natürlich darf ich auch die App nicht vergessen. Und die sagen auch Danke, denn sie letztendlich profitieren auch von YouTube oder von unserem Kanal. Und darüber freuen die sich. Sie studieren, brauchen Geld für ihre Ausbildung und da kommt ein bisschen über YouTube rein und darüber freuen die sich. Und deshalb möchten die auch Danke sagen. Wir würden uns freuen, wenn ihr weiterhin so viel unsere Videos anschaut. Vielleicht können wir das auch noch steigern. Wünschen euch frohe Festtage, einen guten Rutsch ins neue Jahr, alles Gute für das neue Jahr und sagen wie immer, bye bye, bis zum nächsten Mal. Tschüss.